Hallo Leute, wie sagt Moto Guzzi so schön, den Charakter eines Roadsters und die Seele eines Tourers. Und das will ich heute mal erfahren, ob das tatsächlich so ist. Ich habe hier bekommen vom Roland Dess, Moto Guzzi Händler in Birkenlohe, die neue V100 Mandello. Leider ohne S-Paket. Aber ja, das muss man jetzt einfach mal sehen, wie sich das verhält und wie sie fährt. Die V100 Mandello wird seit Ende 2022 in Mandello del Lario montiert. Sie ist die erste Moto Guzzi mit flüssigkeitsgekühltem Motor. Und Leute, ich bin ja jetzt schon ein paar Meter gefahren. Es ist definitiv so, dass das auch die größte Veränderung an dem Motorrad ist. Also der Motor geht wie geschnitten Brot im Vergleich zu meiner V85 TT. Außerdem ist die V85 TT das erste Motorrad, das diese Flaps an der Seite hat. Das heißt, wenn ich vom Modus her auf Range schalte, dann fahren die Flaps automatisch raus und auch bei einer höheren Geschwindigkeit fahren die einfach nach außen. Das gibt es im Serienbau so, glaube ich, noch gar nicht. Die V100 Mandello wird in zwei verschiedenen Versionen angeboten. Einmal die normale wie die hier und einmal die S-Version, die noch ein Öhlins-Fahrwerk hinten drin hat und noch einiges mehr an Zubehör, was man ja beim Fahren dann sicherlich als Komfort aufwerten kann. Generell haben alle V100 Mandellos eine Voll-LED-Beleuchtung, ein wirklich geiles Cockpit, das zeige ich euch mal kurz. Das sieht doch echt fein aus, was sie da machen. Und wie gesagt, die größte Änderung ist wohl der Motor. Aus 1042 Kubik macht der 115 PS und wirklich, er hängt ab so 2500 wirklich sehr gut am Gas. Ihr könnt da fahren, ihr könnt beschleunigen, da ruckelt nichts. Und also im Vergleich zur V85 TT geht da wirklich die Post ab. Also das finde ich jetzt persönlich der größte Unterschied an diesem Bike. Die 115 PS liegen an bei 8700 Umdrehungen und einem maximalen Drehmoment von 105 Newtonmeter. Das ist ja mal ein Wort. Die Einspritzung kommt von Marelli, also das ist eigentlich Standard, und der Tank fasst 17 Liter, das ist doch etwas weniger wie bei der V85 TT, aber ich denke mal, für das Motorrad, das ja als Sporttourer ausgezeichnet ist, ist das von der Reichweite her absolut okay. Im Verbrauch bei mir jetzt liegt es so bei zwischen 4,5 und 5 Liter. Und das wird aber sicherlich noch etwas runtergehen, weil die hier schon ziemlich neu ist noch. Kupplung, Ölscheiben-Mehrbad-Kupplung. Ist ein bisschen Unterschied zur V85. Also ich finde, das ist recht rubbelig. Aber gut, wie gesagt, sie ist noch neu. Kann sich natürlich auch noch geben. Aber auch wenn man im Stand den Gang einlegt, das erinnert mich doch sehr stark an meine BMWs. Weil ohne das Klong kriege ich den einfach nicht rein. Und ich finde auch beim Schalter, die hier hat ja keinen Schaltautomat, die normale, was die S hat. Also auch beim Schalten ist das Getriebe recht rubbelig zu schalten. Und die Gänge flutschen nicht, sondern die muss wirklich drücken. Und Tempomat bei beiden Versionen serienmäßig, was auch echt eine super Sache ist, wenn man doch mal Autobahn fährt. Und wie schon gesagt, hat die S-Version das semi-aktive Fahrwerk von Öhlins. Das ist sicherlich eine deutliche Verbesserung zu dem Fahrwerk der normalen. Wobei ich komme jetzt klar damit, ich habe jetzt nichts Negatives gespürt. Sie ist hinter relativ hart, muss ich sagen, aber nicht so, dass sie da um die Kurve rumfährt oder sonst was macht. Also das passt schon alles, wie sie abgestimmt ist. So, und was auch noch neu ist, das zeige ich euch mal jetzt. Und zwar die Schwinge mit dem Kardan, die ist halt erstmalig auf der linken Seite montiert. Weil gut, sie macht das ja normalerweise immer rechts, aber das hier ist wirklich
links montiert und also es kommt da mit dem Reifen wirklich also echt super raus, muss man sagen. Das sitzt sich ziemlich dick rein. Und der offene Felge, also das ist, ja, mir kommt das ganze Motorrad auch echt irgendwie kleiner vor wie die V85. Das heißt, da sitze ich auch drauf ein bisschen beengt, muss ich sagen. So, vorne haben wir eine Brembo Bremsscheibenanlage 320 mm. Die hat richtig Schmackes. Und hinter haben wir eine Bremsscheibe mit 280 mm. Die verzögert halt, wie es normal ist bei allen Motorrädern. Was auch neu ist, ist das Kurven-ABS. Das funktioniert jetzt auch. Dann machen wir mal das Display kurz. So, ihr seht es hier jetzt, ich kann hier am Display auf die Scheibe, kann hier das Windschild zum Beispiel drauf und runter lassen. Traktionskontrolle einstellen. Hier und den Schalter hier kann ich den Modus einstellen. Also wir haben 4 Modus, Road, Tour. Oben rechts haben wir die Restreichweitenanzeige, die Ganganzeige. Dann haben wir links Temperaturanzeige und Uhrzeit. Also die ist eigentlich schon mit allem ausgestattet, was man so braucht. Und hier haben wir noch der Tempomat und hier den Stick zur Bedienung von dem Display. Also insgesamt wirklich sehr schönes neues Motorrad. Ich finde sie natürlich auch von der Form her echt ganz toll. Also die sieht schon richtig geil aus, finde ich. Also von der Silhouette her alles echt super. Ich finde sie auch, sagen wir mal, vom Fahrer her, vom Fahrer ist es halt so, dass die einfach das Ganze elektronisch jetzt neu hat. Also vom Fahrer her muss ich sagen, okay, wie gesagt, ich vergleiche es zur V85, die hat absolut genügend Power, wirklich mehr als genug und ist sicherlich auch für Touren geeignet. Für mich wird es interessant, wenn die Stelvio rauskommt. Also das ist dann das Motorrad, wo für mich eigentlich das maßgebende neue Teil sein wird. So, und jetzt fahren wir mal ein paar Meter und dann sage ich auch noch ein bisschen was dazu. Also, jetzt steht es hier und dann fahren wir jetzt mal einfach weiter. Der Aufstieg auf die V100 Mandello, also ich vergleiche das ja immer zur V85, ja, ist natürlich wirklich echt easy. Da komme sogar ich mit meinen alten Knochen ohne Probleme hoch. Da komme ich jetzt auch gleich zur ersten Schwachstelle. Also warum der Seitenständer genau unter dem Schalthebel montiert wurde, kann niemand wahrscheinlich so genau sagen. Es ist immer ein bisschen schwierig, den mit Stiefel zu betätigen. Das zweite, das gefällt mir auch schon in der V85 nicht, ist dieses Schloss da vorne oberhalb dem Tank. Finde ich nur friemelig. Warum das so sein muss, weiß nur der Ingenieur. Also der Motor ist wirklich allererste Sahne. Reagiert auf jedes Gaspedal-Bewegung. Immer Kraft vorhanden, also echt ideal. Also, wie vorher schon gesagt, soll ja dies kein Test im eigentlichen Sinn sein, sondern ich möchte eigentlich einfach mal die V100 mit der V85 TT vergleichen. Ihr wisst ja, dass ich die TT seit einiger Zeit fahre, nach vielen BMW-Modellen und habe früher ja schon die 3 Stelvios gefahren. Grundsätzlich finde ich, hat sie einen sehr schönen Sound. Allerdings im Vergleich zu den alten Guzis eben nicht mehr so emotional, aber das ist natürlich auch dieser Regelung geschuldet, dass sie eben unter 95 Dezibel einfach fahren muss. Zum anderen habe ich jetzt bei den Videos, bei dem Zusammenschnitt gesehen, dass das BMW-Logo auf der Jacke zu sehen ist. Das war natürlich unbewusst.
Ganz einfach, weil die BMW ja sehr viele Taschen hat und ich da sehr viel reinbekomme, wenn ich jetzt keine Koffer oder sowas im Motorrad habe. Also es soll aber keine Provokation sein. Ähm, Der große Unterschied für mich eigentlich ist das Sitzen bei der V100 im Motorrad, bei der V85 TT auf dem Motorrad. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen generell der Unterschied zwischen den Enduros und eben diesen Sporttouren oder auch, ja, das Neckbike kann man ja auch nicht sagen. Also, wie halt Moto Guzzi schon sagt, ob es jetzt ein Roadster ist oder ein Tourer ist. Und es ist für mich, ich bin ja doch nicht der Leichteste, ist es so, dass ich, wenn ich da im Motorrad sitze, auch relativ eng sitze. Also ich sitze da sehr sportlich auf der V100, aber das ist durchaus gewollt und das ist ja auch nicht nachteilig. Das Fahrwerk jetzt bei der normalen finde ich sportlich straff und ich komme da absolut klar damit, also die schwingt nicht nach oder ich kann die ordentlich flott fahren. Sie ist relativ hart gefedert, aber ja, oder sportlich gefedert, so muss man sagen, und das passt ja eigentlich auch. Und das ist ja so insgesamt eigentlich das, was man sich von so einem Motorrad erwartet. Also ich finde sie weit schöner zu fahren, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Und wie schon gesagt, der größte Unterschied der Motor, also den finde ich fantastisch von der Leistungsentfaltung her. Also es geht schon ab 2000 Umdrehungen, 2500 Umdrehungen los. Der dreht wirklich sehr schön hoch und man ist sehr schnell, das beschleunigt wirklich für eine Guzzi top. Ja. Und das wäre eigentlich schon der Motor in der V85 TT, wäre es ideal. Aber es kommt die neue Stelvio, die diesen wassergekühlten Motor bekommen soll, wie man hört. Und die wird auch vom Rahmenaufbau her wieder so sein, dass man einfach mehr Platz hat, weil generell eben die Enduros doch etwas größer geschnitten sind, denke ich. Also ansonsten Schwachstelle noch, ich habe es ja vorher schon gesagt, den Seitenständer und das Schloss und das doch echt harte Getriebe. Also man muss schon richtig drücken, um die einzelnen Gänge reinzuwischen. Ich habe es auch immer wieder bemerkt. Ich denke, ich bin im zweiten oder dritten Gang, da war ich noch im fünften, weil er eben nicht runtergeschaltet hat. Also man muss die richtig drücken. Ich habe da auch schon mit dem Roland Dess drüber gesprochen. Er sagt, das wird schon auch ein Thema sein, weil die V100, wo ich jetzt gefahren habe, die hatte 400 Kilometer drauf. Das wird sich noch verändern, wenn die mal ein bisschen mehr Kilometer hat. Was ich auch glaube. Und ja, ansonsten muss ich sagen, habe ich für mich jetzt keine Schwachstellen entdeckt in dem Motorrad. Ich finde es sehr schön vom Design her und ich finde sie auch sehr schön gelungen von der Technik. Von der Leistung her ist die absolut ausreichend, also mehr braucht kein Mensch, wenn man ehrlich ist. Was auch noch erwähnenswert wäre, das ist die Anströmung des Helms. Ich habe sie gefahren, zum einen mit einem Klapphelm, dem Schubert E1 und zum anderen auch mit einem Klapphelm, den Shoei Neotech. Bei beiden Helmen muss ich sagen, wenn ich das Windschild ziemlich oben habe, habe ich wirklich kaum Verwirbelungen am Kopf. Das ist wirklich besser wie bei der V85 TT, wo ich ja oben noch den Zusatzspoiler installiert habe, damit es etwas besser ist. Also ich glaube, das macht die Sitzposition aus und insgesamt ist sie auch sehr leise beim Fahren, also was Windgeräusche und so anbelangt. Das ist mir wirklich noch aufgefallen und ja, das war's jetzt. Also zusammengefasst, einfach ein tolles Bike, das die Damen und Herren in Mandello dell'Aria da auf die Räder gestellt haben. Für mich besser als erwartet. Und es freut mich jetzt wirklich, dass Guzzi diesen wassergekühlten Motor hat. Der hat mich wirklich überzeugt. Und ich freue mich, dass dieser Motor in der neuen Stelvio, wenn möglich, noch diesen Monat rauskommt auf der Marke. Das wird zwar nicht sein, aber ich freue mich trotzdem. Also, wenn ihr noch eine Frage habt, schreibt mir. Ich würde mich freuen. Daumen nach oben. Und euer Motorradtour freut sich, dass ihr da wart. Bis bald. Tschüss.